man sehen kann, hatte ich die ersten Tage fast nur Regen und Schnee, was für mich eigentlich kein Problem ist. Jedoch habe ich meine Sachen nicht richtig trocken bekommen. Zuerst ging es quer durch Deutschland, durch das Sauerland. Durch den Schnee zu fahren war schon anstrengend, besonders weil ich am Anfang auch Kilometer machen wollte. Das hat aber auch mit meiner normalen Bereifung geklappt. Durch die weiße Landschaft zu fahren war schon schön. Besonders die Abfahrten waren einfach toll. Es hat aber nicht lange gedauert, dass ich mit den nassen Klamotten und abends mit dem Frost richtig Probleme bekommen habe. Ich sitze jetzt hier schon seit 4 Tagen bei Freunden in Bad Blankenburg und ich habe einen schlechten Start gehabt. A, hatte ich meinen Sattel wahrscheinlich einen Ticken zu niedrig und dadurch habe ich ein dickes Knie bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das passieren wird. B, ich habe eine leichte Erkältung, aber die ist fast weg. Und zwar ist es dadurch passiert, dass die ersten Tage es nur geschüttet hat, also entweder hat es geregnet oder geschneit. Und ich habe meine Sachen halt nicht trocken bekommen, wollte aber trotzdem Kilometer machen. Ja, und dann war dann halt abends, bin ich mit nassen Klamotten ins Zelt rein und auch sogar bevor ich ins Zelt gegangen bin, kam so eine Frostwelle und wirklich alles war zugefroren, inklusive mir. Und da mein Daunenschlafsack sogar auch ein bisschen feucht war, ja, wurde mir dann auch kalt in der Nacht und ja, dadurch die leichte Erkältung. Ja, jetzt kuriere ich mich hier halt ein bisschen aus bei meinen Freunden. Die sind echt total lieb und ich bin so froh, dass ich die Chance habe, mich nochmal hier ein bisschen auszukurieren, bevor es weitergeht. Ich kann mich nochmal sammeln, gucken, wie ich alles besser mache oder anders mache. Denn jetzt die nächsten Tage oder Wochen durch Europa wird nämlich nicht besser. Und meine Route, die werde ich jetzt auch umplanen, basierend auf meinen ersten Tagen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, so noch so 1, 2 Tage werde ich mich auskurieren. Ich merke immer noch so eine leichte Entzündung im Knie, aber ich habe ja jetzt hier auch Voltaren und Ibus, die ich mir nehme und kühle das auch regelmäßig. Ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wie man sehen kann, kam dann der Wintereinbruch. Ich habe noch versucht, mich da hindurch zu kämpfen, aber ich bin dann wirklich erstmal stecken geblieben. Erst auf der tschechischen Seite wurden die Straßenverhältnisse besser und zwischendurch kam sogar die Sonne raus. Wie man
gesehen hat, habe ich auch meine Spike-Reifen zurückgelassen und leider auch meine Drohne. Aber man merkt nachher wirklich, wenn man weniger Gewicht hat, dass man einfach besser vorwärts kommt. So, eigentlich wollte ich heute in eine Pension, aber die waren alle belegt. Dann habe ich mir jetzt schön in einem Waldrand im Schnee mein Zelt aufgebaut. Das ist auch schön windstill hier, ist gar nicht so kalt. Und so sieht das aus. Hier habe ich genug Platz für meine Packtaschen. Und hier kommt jetzt meine Matratze und mein Schlafsack hin. Und dann mache ich es mir nochmal gemütlich. Ich habe für mich gemerkt, dass ich bis -4 Grad draußen ohne Probleme schlafen konnte. Das einzige Problem, was ich hatte, wenn es kälter geworden ist, ich habe die kalte Luft nicht so gerne eingeatmet und das hat mich so ein bisschen wach gehalten, aber ansonsten war mir kuschelig warm im Daunenschlafsack. Ansonsten hatte ich mit meinem Fahrrad und mit meiner Ausrüstung überhaupt keine Probleme und meinem Knie ging es auch wieder super. In Prag angekommen hatte ich wirklich das schönste Wetter. Es war wirklich herrlich hier. Ja, ich fahre gerade aus Prag raus. War sehr schön und jetzt habe ich die nächsten 7 Tage Sonne und es geht auf nach Wien.